Hey, hallo. Darf ich euch vorstellen? Mein Bike. Und darf ich euch ebenfalls vorstellen? Mein anderes Bike. Und was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch jetzt. Das ist mein Tiger. Baujahr 2003, 114.000 Kilometer runter, die allermeisten davon selbst erfahren. Ich besitze das Fahrzeug seit 18 Jahren etwa. Bis zu 20.000 Kilometer im Jahr habe ich runtergerissen in den Spitzenzeiten. Die letzten Jahre etwas weniger. Im letzten Jahr kamen wieder ein paar Kilometer dazu, hauptsächlich auf dem Weg zur Arbeit. Ich arbeite in Berlin, habe je nach Verkehrslage einen Fahrweg zwischen 35 und 40 Kilometer, einfache Strecke, und lege den gerade im letzten Jahr zumeist mit dem Motorrad zurück. Dabei habe ich festgestellt, mit einem Literbike in die Stadt zu fahren, geht, aber es geht besser. Als mir im Februar diesen Jahres die Zylinderkopfdichtung durchging, war ich auf der Suche nach einem Zweitmotorrad für den Arbeitsweg. Und obwohl ich mich mit dem Thema Elektromobilität bisher noch nicht so eng auseinandergesetzt hatte, bin ich über das Angebot einer Zero gestolpert, habe zugegriffen und festgestellt, das ist komplett anders. Und an diesem Anders will ich euch teilhaben lassen. Es ist dieses kleine Gerät geworden, eine Zero DSA. Nett, klein, handlich für die Stadt und vor allem Elektro. Warum Elektro? Warum nicht Elektro? Für den Einsatzbereich in der Stadt ist das Ding ideal. Leise, leicht, handlich. Und die Reichweite? Fast egal. Wie gesagt, ich habe etwa 34, 35, 40 Kilometer einfache Strecke zur Arbeit. Hin und zurück schaffe ich mit dem Gerät zweimal. Danach kommt es an die Steckdose, aufladen und am nächsten Morgen ist der Akku wieder voll. Das allein ist jetzt kein Grund für ein Video oder für einen ganzen Kanal. Aber ich stelle fest, ich stoße auf Fragen über Fragen. Ich stoße auf Interesse, auf Neugier. So gut wie jeder in meinem Bekanntenkreis, der einen Motorradführerschein hat, will das Ding mal Probe fahren. Und die meisten kriegen das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Vor diesem Hintergrund habe ich mich entschlossen, einen Kanal aufzumachen, in dem ich darauf eingehe,
wie es sich anfühlt, so ein Motorrad zu besitzen. Was die Vorteile sind, was die Nachteile sind, welches die Eigenheiten sind und weil ich einfach mal wissen will, wie sich das Ganze entwickelt. Denn ich weiß, das Interesse ist da. Und ich weiß auch, Elektromobilität, insbesondere bei Motorradfahrern, jeder hat eine Meinung dazu. Die einen dafür, die anderen dagegen. Bei vielen stelle ich fest, die Meinung ist da, das Wissen nicht allzu viel. Und dagegen möchte ich was unternehmen. Ich möchte euch an meinem Wissen und an meinen Erfahrungen, an den Vorteilen, an den Nachteilen teilhaben lassen, damit ihr selber entscheiden könnt, ob das oder wie das ein Thema für euch ist oder nicht. Denn eins ist sicher, Elektromobilität kommt, ob wir das wollen oder nicht wollen. Jeder muss es für sich selber entscheiden. Fangen wir in diesem Video erstmal damit an, was alles anders ist. Das Offensichtliche zuerst. Tanken fahren. Auf die Tankstelle fahren. Tank öffnen, Zapfpistole nehmen, tanken, Zapfpistole rausnehmen, wieder einhängen. Maske aufsetzen, bezahlen gehen. Bitte? Mit Karte? Mit Karte, ja. Zurück zum Motorrad. Alles wegsortieren, aufsteigen. Und die Tankstelle verlassen. Nicht ganz so beim Elektromotorrad. Nach Hause kommen, Ladekabel nehmen, einstecken, in die Steckdose, Strom einschalten, lädt. Am nächsten Morgen dann andersrum, Strom abstellen, Kabel ziehen, nochmal Kabel ziehen, Kabel verstauen, losfahren. Das eigentliche Ein- und Ausstöpseln dauert nur eine halbe Minute. Das eigentliche Laden allerdings 10 Stunden, wenn sie ganz leer ist und ganz voll werden soll. Wenn ich etwa 15 Kilometer in einer Stunde dazu kriege, dann ist das für eine Tour nicht tauglich. Da muss natürlich in Ladetechnik investiert werden. Was man da machen kann, und man kann da was machen, das zeige ich euch in einem der späteren Videos. Jetzt erstmal weiter mit den Unterschieden. Das Geräusch, zum Beispiel beim Losfahren. Die Zero ist da fast lautlos. Oder beim Gas geben. Bei der Zero gibt es auch ein Geräusch, aber ein anderes. Überholen war mit dem Motorrad noch nie ein Problem. Trotzdem ist es nichts im Vergleich mit einem E-Motorrad. Da wäre die Kupplung und das Getriebe. Die gibt es hier einfach nicht. Anfahren, anhalten, alles passiert nur mit rechts. Die linke Körperhälfte hat Pause. Besonders nett finde ich übrigens das Staufach, das an der Stelle sitzt, wo bei Verbrennern der Tank ist. Da passt alles Mögliche rein. Vom Ladekabel bis hin zur Tüte Brötchen beim Einkaufen morgens. Außerdem muss ein Verbrennungsmotor erstmal warm gefahren werden. Ein E-Motorrad nicht. Aber dafür schrumpft die Reichweite mit niedrigen Temperaturen. Apropos Reichweite. Eine Tankfüllung reicht dem Tiger für etwa 400 Kilometer. Mit der Zero komme ich in der Stadt etwa gut 200 Kilometer weit. Auf Touren sind es je nach Fahrweise 120 bis 150 Kilometer. Sprit kostet Geld und wird in der Regel nicht verschenkt.
Strom zwar auch, aber manchmal darf man umsonst laden, so wie hier. Natürlich gibt es noch viel mehr Unterschiede, aber für den Moment reicht das. Welche Auswirkungen diese haben können und was es zu beachten gilt, das werde ich euch in einem der nächsten Videos erzählen. Also setzt ein Like und abonniert den Kanal, damit ihr von YouTube im Feed informiert werdet, wenn es was Neues gibt. Gibt es irgendwelche Themen, irgendwelche Fragen, die euch beschäftigen, die ich euch beantworten soll, dann schreibt sie in die Kommentare. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Pet Electric.